Moin meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind im nächsten Abenteuer Sherlock Holmes. Das Ding war viel leichter, als ich gedacht habe. Ich habe es mir einfach viel zu kompliziert gemacht. Ich muss mehr mit diesen Umwandeln und Plus, Minus 1 und was weiß ich zusammenarbeiten und dann hätten wir das Ganze schon viel früher geschafft. Tja, aber man lernt aus Fehlern und wird beim nächsten Mal wieder besser. Gut, jetzt sind wir soweit. Jetzt können wir den endlich retten. Thank you. This should make you feel better, my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Sehr schön, ne? So, Freunde, dann haben wir das schon mal erledigt. Das nächste, was wir machen wollten, war, wie lange ich... Das hier wäre aber auch noch wichtig. Dass wir Sachen auf den Grund gehen, indem wir uns im Lager umhören. So, aber wenn wir jetzt die Leute... Okay, vorhin wollten die nicht reden, aber vielleicht jetzt. Is this familiar to you? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Wir könnten, bevor wir jetzt wieder rumfragen und dann irgendwelche negativen Einträge kriegen, weil wir die größten Idioten sind, fragen wir mal die richtigen Leute. Your problem, not mine. Okay. The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. Okay, der hat schon keinen Bock mehr mit uns zu reden. I'm busy. Don't Das you mit dem have Befragen haben wir papers schon to fill? gemacht. City Hall lubberheads. Okay, das mit dem Befragen haben wir gemacht. Jetzt kommt, sagt, dass er nichts über illegale Aktivität im Lager gehört hat. Er scheint allerdings nicht überrascht darüber zu sein, dass seine Kollegen in etwas verwickelt sind. Wie kriegen wir jetzt die Handlung weg? Wir könnten mit denen hier mal quatschen. Do you know anything about this? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Sie... Okay, Machenschaften erledigt. Is this familiar to you? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. You Ach, obviously ich hab haven't eine thought this Idee. all through. Wir haben doch einen, der die ganze Zeit im Rathaus rumeiert. Ach, guckt euch das an. Malropen, der ist durch die Haustür A reingekommen. single Malpalbutt. Der hat hier vorne gewartet. Roadman cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp. I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. Ja, bevor wir das Who jetzt isn't lösen. allowed to visit the crime scene these days? Wie können wir deswegen dann fragen? Ja, warten wir mal ab. Okay. Dann kommt jetzt das. Na, wer von euch weiß, wie das Ganze hier stattgefunden hat? Einer ist dann da schwimmen gegangen. Wollte er sie beschützen? Vor denen? Er hat sie einfach reingelassen. Na, ich glaube nicht. Hier wollte auf jeden Fall jemand kämpfen, hat den aber nicht erwischt. Und jemand wurde geschnitten.
ist ein Unterschied. Ah, der hat die geschnitten und die bei der rausgezerrt. Also er hat die auf jeden Fall rausgezerrt, das wissen wir. Die sind nicht nebeneinander gegangen. Beweise haben gesagt, sie wurde rausgezerrt. Und während sie rausgezerrt ist, wollte er sie angreifen. Und dann wurde er geschnitten und deswegen liegt der K.O. hier. Macht Sinn. So, jetzt sind wir hier. Und einer hat ein Dolch in der Brust. Der im Wassertrieb. Den hat jemand hier reingeworfen. Naja, wenn er so Kopf vorne ist, dann wird er bestimmt nicht getreten worden sein. Da ist jemand gegengestolpert. Das haben die vor auf jeden Fall gesagt. Dabei ist ihm dann das Messer reingefallen und dann wurde er mit dem Messer weitergeschubst. Macht auch Sinn. Was ist denn hier passiert? Die beiden haben gekämpft, aber der hat das Messer nicht fallen lassen. Sonst hätte er... Ja, okay. Bis hierhin macht es Sinn. Wo warst du hier? Bist dann darüber? Und hast die Box getreten und der ist drüber gefallen. Und du? Du bist da lang gelaufen und hast ihn bedroht. Nein, er hat die fallen lassen. Er hat sie deswegen fallen lassen, weil er dann hier alleine weitergelaufen ist. Sonst hätte er die Frau hier dabei gehabt. Okay, wir haben's. Hoffentlich. So, we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Yep. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our Perfekt, man's Freunde, case, perfekt. It's the same sword. Jetzt wissen wir, was passiert ist. Vereitelter Entführungsversuch. Führte nicht sofort zum Tod. Okay, das ist nochmal unser Fall. Das hier würde ich so gerne lösen. Alles andere haben wir. Vielleicht hat er ja gelogen. Okay, wir kommen da noch nicht rein. Ist aber auch nicht schlimm. Wir klären jetzt erstmal mit ihm das. Ah, guck mal, da sind die beiden zusammen. You still here? Go bother someone else with this, son. Go bother someone else with this, son. I've already told you all I've learned. Go bother someone else with this, son. Inspector, I believe I can aid your investigation. I know who Ich wollte the das dead alle man is abgehakt haben. and what really happened here. You do? Für meinen Well, inneren good Monk. for you. But I'm afraid I'm not the one you need to share your findings with. Speak to Mr. Harlow here. He's the one responsible for settling things in the camp. You don't even care to listen? Oh, I do care. And maybe even more than I need to. But I'm only here today to lock the place up, question witnesses, and file the facts. It's sad, but coming up with conclusions is not among my tasks here. You fellows at City Hall do that. Anyway, speak to the supervisor. I'll just stand by and listen to what you have to say. Okay.
Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. Du stichst sonst immer von Refugees unten. didn't touch him. Oder And gerade. judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think Super. one small clerk can make any difference? So, 2 neue Hinweise. Jetzt können wir weitermachen mit dem. In this place. Who knows, John? Just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. Can you satisfy my curiosity? They often take us from the camp to work. Most don't mind, though. It's the only way to get a glimpse of freedom. Den Aussagen der Flüchtlinge zufolge kamen regelmäßig zwielichtige Personen ins Lager und nehmen Flüchtlinge mit, die dann außerhalb des Lagers unterschiedlichste Arbeiten verrichten müssen. Dabei handelt es sich für gewöhnlich um schwere Arbeiten, doch die Flüchtlinge bekommen dafür Geld und Essen. Die Frau, die aus dem Lager entführt werden sollte, wurde einmal missbraucht, nachdem sie vorgeblich zum Arbeiten mitgenommen worden war. Seitdem haben die Flüchtlinge nicht mehr zugelassen, dass Frauen aus dem Lager geschlossen werden. Kann ich So verstehen. there's a smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. At least it was certainly his last time. Yes! My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Ihr kennt mich, ich will immer alles lösen. Keine offenen Sachen. So, jetzt wo wir das alles geklärt haben, können wir weitermachen. Sollen wir mal das Gedankenspiel? Nein, machen wir noch nicht. Ich habe da schon meine Ideen, aber wir werden jetzt erstmal mit dem Flüchtling hier reden. Do you know anything about this? Sorry, we don't see much here. Ich habe dem hier geholfen. Er hat nichts zu sagen, der Hund. You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Der ist schlau. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. Er weiß, wie die Welt The funktioniert. dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Nayla? Nayla. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Nayla, if she wants it. But I will be watching you. I will be watching you. Hello, Nayla? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Oh, okay. Christ, Sherlock. Nayla, I'm Mega feinfühlig, der Kerl, ne? sorry. I'm not very good at this. Empathic und so?
You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Ja, manchmal bringt der im Takt für ein bisschen Glad that weiter. wasn't me. Not my best work, John, by a long shot. Naylor doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. Vielmehr spielt er eine sehr wichtige Rolle bei diesem Fall und seine Tätowierung könnte mir helfen. Gut, jetzt müssen wir die Tätowierung herausfinden. Wo finden wir heraus, wer die Tätowierung kommt? Vergewaltiger ist hochrangiger Beamter. Derartige Orden werden für gewöhnlich nur hochrangige Staatsdiener verliehen. So wie dem Vergewaltiger auf dem Foto. Okay, also ein Staatsmann. Naylor ist die Frau Fotografie. Aber die beiden passen zusammen. Der Schurke wollte die Frau entführen, kam ins Flüchtlingslager, um die junge Frau zu entführen. Nicht nur Dieb, sondern auch Handlanger. Der Schurke ist nicht nur ein Dieb, sondern wollte auch eine Frau entführen. Ein Handlanger für verschiedene Aufgaben. Oder der Dieb wollte die Fotografie stehlen. Dann war der Dieb also an der Frau beschäftigt und wollte dann nur die Fotografie stehlen. Tja. Schon Zeichnung eines Vergewaltigers. John zeichnete die Fotografie eines Vergewaltigers nach. Ich hatte die Fotografie zuvor in der Wohnung gefunden. Auf der Zeichnung zu sehen, dass der Mann im roten Anzug mit Schwänzen auf dem Rücken. Naylor zeichnete ein auffälliges kreuzförmigen Orden, den sie auf der Brust des Vergewaltigers gesehen hatte. Aha, sie hat den Orden gemalt. Orden wie diese werden normalerweise nur hochrangigen britischen Amtsträgern verliehen. Nicht gerade viele in Cordona, geschweige denn auf der Insel, arbeiten. Kommen wir jetzt an den. Den könnten wir recherchieren. Hier. Können wir keine Schnellreise machen? Okay. Ich glaube nicht, dass einer von denen da was so weiß. You still here? The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in your records, so Sehe ich etwa nicht so won't aus? hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scaladio. His company imports goods and wines, and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? Natürlich. Okay, also wir müssen zweimal recherchieren gehen. Für die beiden. Sagt Tätowierung eines Mannes, gewissen Niccoli Bernadotti. Und wir wissen, er ist in Scaladio. Und er ist Geschäftsmann. Und der Vergewaltiger. So, dann gehen wir jetzt mal raus. Alle Hinweise erhalten. Schön, endlich mal etwas, was sofort am Anhang funktioniert. Alles erhalten, jetzt können wir endlich hier rüber.
Wir müssen bald Geld sammeln, damit wir unser Haus wieder mit Möbeln besetzen können. Ein schönes Goodie. Finde ich, war eine coole Idee bei der Spielentwicklung. Oh, ich liebe Sherlock Holmes so sehr. Alles, Hörspiel, alles. Hier die Chronicles. Bevor die wieder irgendwas von mir will. Also. Was machen wir zuerst? Momentan. Skalodia. Was brauchen wir? Zeitraum haben wir keinen. Oder aktuelles Archiv. Ne. Ach, ich habe altes. Oh Gott, okay. Okay, Zeitraum nehmen wir weg. Ja, bestimmt keine Todesanzeige. Okay. Sagte, dass dies bei der Person vorzufinden sei, die mit dem gewissen Niccolo Bernadotti in Verbindung stehen. Dieser Bernadotti ist ein Geschäftsmann in Scaladio. Aber das ist auch nicht. Verdacht unter Deckmantel Imports von Wein und anderen Waren, Schmuggelgeschäft. Vielleicht könnte es dann... Aber Nachrichten war es auch nicht. Ah, Journalisten. Okay, wollen wir mal das andere. Orden wie diese werden normalerweise nur hochrangigen britischen Amtsträgern verliehen, von denen es nicht viele gibt. Das bedeutet, wir wissen, es ist ein Prominenter, wir wissen aber nicht wo. Aber entweder, nee, Anzeigen nicht, entweder Titelseite oder Nachrichten. Und in letzter Zeit. Aktuelles Jahr? Wahrscheinlich letzter Zeit. Und dann ist nicht die Titelseite, sondern... Gibt's doch nicht. Ach, Amtsträger, ich bin noch Nudelkopf. Das muss doch Rubrik sein. Ist dann die Zeit falsch? Ein Mann in roten Anzug. Orden wie diese werden normalerweise hochrangigen britischen Amtsträgern. Ja, es ist nicht so viel Auswahl. Okay. Okay. Oh Gott. Johns Tagebuch. Ich habe gerade draußen ein Kind entbunden. Es ist ein Mädchen. Als ich zurückkam, war Sherry immer noch im Archiv. Das ist so ein Hund, ey. Aber es ist im Archiv, ne? Könnte also nicht die Zeitung sein. Es könnte ja auch bei der Polizeiwache sein. Ne, es soll im Archiv sein.
Okay, wir wissen... Ist auf jeden Fall... Scaladio. Die Rubrik weiß ich nicht. Zeitraum weiß ich auch nicht. Vielleicht Zeitraum letzter Zeit. Anzeige ist es nicht. Ich könnte alles durchscrollen, aber dann wird meine Wertung noch viel bescheidener. Ich brauche ein bisschen Unterstützung. Heißt dieses Zeichen nicht Archiv? Kann es sein, dass ich noch zu wenig weiß? Did you hear another? Kann es sein, dass ich noch zu wenig weiß, um im Archiv da was zu finden? Aber dann hätte ich ja das Befragungssymbol gekriegt. Okay, ist verriegelt. No, sir. Now the rules for coming in have become much more stringent. So, reap the benefits. Okay, Freunde, ich muss mal in Ruhe drüber nachdenken. Ich muss mir mal ein bisschen Gedanken machen, wie wir hier weiterkommen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Also, vielen Dank fürs Einschalten und bis dann. Ciao.